Hast du noch Probleme beim Milchaufschäumen? Ist die Milch vielleicht zu dick oder zu dünn? Oder hast du viel zu viele Blasen? Oder möchte sich die Milch im Kännchen einfach nicht drehen? In diesem Video zeige ich dir die 7 häufigsten Fehler beim Milchaufschäumen und wie du sie vermeidest. Am Ende zeige ich dir außerdem noch einmal, wie es richtig geht. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Viel Spaß! Der wahrscheinlich häufigste Fehler gleich zu Beginn. Die Milch ist zu dick bzw. es wurde zu viel Luft in die Milch eingesogen. Wenn die Ziehphase zu lang ist, bekommst du zu viel Luft in die Milch und der Milchschaum wird insgesamt zu dick. Du siehst hier nach dem Schäumen, wie der Milchschaum nicht wirklich glänzend ist und sich ziemlich schwerfällig in der Kanne dreht. Beim Eingießen der Milch in den Espresso sieht man auch sofort, dass die Milch viel zu dick ist. Es ist viel zu schaumig und Latte Art ist so nicht möglich. Um das Problem zu verhindern, mache die Ziehphase einfach etwas kürzer und arbeite weniger Luft in die Milch ein. Hier das Gegenteil. Wenn die Ziehphase zu kurz ist und insgesamt zu wenig Luft in die Milch eingearbeitet wird, bleibt die Milch zu dünn. Ein Zeichen dafür ist auch immer dieses quietschende Geräusch, was man immer hört, wenn grundsätzlich zu wenig Luft in der Milch ist. Nach dem Schäumen, wenn du das Kännchen rotierst, siehst du auch, wie die Milch viel zu flüssig ist. So sieht das dann beim Eingießen in den Kaffee aus. Für Latte Art geht das zwar in die richtige Richtung, aber wenn man nicht extrem vorsichtig eingießt, fließt die Milch in alle Richtungen und das Ergebnis sieht einfach zu wässrig aus. Wenn du das Dampfventil nur ein bisschen und nicht komplett öffnest, gibt es wahrscheinlich zu wenig Power, damit die Milch im Kännchen rotiert. Die Kreisbewegung der Milch brauchen wir aber ganz dringend, damit die Luftbläschen besser in die Milch eingearbeitet werden und der Milchschaum schön feinporig wird. Öffne das Dampfventil also nicht nur ganz zaghaft, sondern komplett. Besonders bei Maschinen mit Drehventil muss man darauf aufpassen, da der Übergang zwischen etwas und komplett geöffnet hier fließend ist. Die Milch wird immer als letztes geschäumt, da sich Schaum und Milch wieder trennen, je länger die geschäumte Milch steht. Nehmen wir an, alles ist beim Schäumen gut gelaufen und du hast eine perfekte Milchkonsistenz. Leider hast du die Milch zuerst geschäumt und musst nur noch den Espresso machen. Du stellst die Milch also beiseite. Während dieser Zeit trennt sich der Schaum wieder von der Milch und du hast ein Kännchen voller flüssiger, heißer Milch und einer Schaumkrone obendrauf. Wenn du jetzt den Milchschaum in den Kaffee gießt, kommt nur die flüssige Milch. Latte Art funktioniert so natürlich nicht. Ganz am Ende kommt noch etwas Schaum. Aus diesem Grund wird die Milch immer als letztes geschäumt und das Kännchen dann auch immer noch etwas geschwenkt, damit die Milch ständig in Bewegung bleibt. Problem Nummer 4: Die Milch wird zu heiß. Die Milch sollte beim Aufschäumen auf ca. 60 bis 65 Grad erhitzt werden. Dann schmeckt sie besonders süß und wird schön cremig. Wenn du das Milchkännchen mit deiner linken Hand nicht mehr berühren kannst, ist das der richtige Zeitpunkt. Das ist hier. Wenn du dann noch weiter schäumst, wird die Milch zu heiß. Du siehst, was dann passiert. Auf einmal gibt es viele Blasen und die Milch steigt an, obwohl du keine Luft mehr einsaugst. Wie du siehst, hat die Milch hier ungefähr 75 Grad. Und wenn man das Kännchen schwenkt, ist die Milch tatsächlich viel zu fest und nicht glänzend. Außerdem schmeckt sie nicht mehr süß und eher verbrannt. Die richtige Füllmenge des Kännchens. Du solltest das Kännchen normalerweise mit der Milch bis kurz unter die Tülle befüllen. Brauchst du mehr Milch, zum Beispiel für 2 Tassen Cappuccino gleichzeitig, solltest du ein größeres Kännchen benutzen und nicht die Menge im Kännchen anpassen. Wenn du stattdessen mehr Milch einfüllst, gibt es beim Schäumen die Gefahr, dass alles überläuft. Außerdem dauert es länger und die Milch wird eventuell zu heiß. Füllst du stattdessen zu wenig Milch ein, hast du ein zu kleines Volumen und der Aufschäumvorgang geht wahrscheinlich viel zu schnell, die Milch wird zu heiß und es ist zu wenig Luft eingesaugt. Wenn du die Dampflanze nicht perfekt im Milchkännchen positionierst, kann es sein, dass die Milch, so wie hier, nicht ins Rotieren kommt. Meistens gibt es stattdessen so eine unkontrollierte, hüpfende und brodelnde Bewegung der Milch, so wie hier. Und am Ende hast du ziemlich viele große Blasen. Der letzte Fehler. Beim Milchaufschäumen ist weniger mehr.
Versuche das Kännchen so wenig wie möglich zu bewegen, dass die schöne Rotationsbewegung der Milch nicht gestört wird. Oft sieht man eine Auf- und Abbewegung des Milchkännchens beim Schäumen, so wie hier. Das unterbindet aber die Rotation der Milch und führt am Ende zu vielen Blasen und keinem feinporigen Milchschaum. Schauen wir uns jetzt nochmal an, wie es richtig geht und wie man die Fehler vermeidet. Ich habe dazu schon ein ausführliches Video gemacht, was ich dir hier auch verlinke. Wir füllen das Kännchen also bis kurz unter die Tülle mit der Milch. Dann dampfen wir die Lanze kurz aus, um das Kondenswasser loszuwerden. Wir klappen die Lanze dann ungefähr im 45°-Winkel zu uns heraus und stecken die Lanze dann gerade mittig in die Kanne. Dann neigen wir das Kännchen leicht nach links und achten darauf, dass die Düse der Lanze ungefähr zur Hälfte in die Milch gesteckt ist, man diesen kleinen silbernen Rand also noch sieht. Wenn wir dann den Dampf einschalten, sollten wir sofort dieses kratzende Geräusch hören, was uns zeigt, dass Luft in die Milch eingesaugt wird. Wenn das Volumen ungefähr 1 cm gestiegen ist, bewegen wir das Kännchen leicht nach oben, um von der Zieh- in die Rollphase zu kommen und keine weitere Luft mehr einzusaugen. Die Milch sollte sich dabei unbedingt weiter kreisen. Wenn wir mit der linken Hand das Kännchen nicht mehr berühren können, ist die Milch heiß genug und wir schalten den Dampf aus. Dann reinigen wir die Lanze und dampfen nochmal kurz aus, damit keine Milchreste in der Lanze zurückbleiben. Nun können wir mit der perfekten Milchkonsistenz unseren Cappuccino gießen und ein Latte-Art-Muster machen. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du keine Tipps und Tricks zum Milchschäumen oder zu Latte Art mehr verpassen möchtest. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch und hoffe, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.